Heute das Thema Gemeindezucht. Wir wollen wissen, Gemeindezucht ist kein Suchprogramm in irgendeinem Computer zu finden. Bibelprogramm. Gemeindezucht ist nicht ein biblischer Begriff. Das will nicht heißen, aber dass es nicht eine biblische Wahrheit ist. Genau wie prämillennial nicht in der Bibel steht, wir erwarten die Wiederkunft Christi vor dem 1000-jährigen Reich. Ich möchte zunächst sagen, es gibt zwei Arten von Zucht in der Bibel, väterliche Zucht und Gemeindezucht. Und die sind voneinander nicht, man kann sie nicht verstehen, wenn man sie voneinander ganz trennt. Hebräer Kapitel 12, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung. Der Siegel der echten Gotteskindschaft ist die Züchtigung. Wenn Menschen so weiter in voller Freude und gelassen in Sünde leben, ist es ein sicheres Sein, sie sind nicht Kinder Gottes. Denn Gott züchtigt seine Kinder. Und die Menschen, die er nicht züchtigt, sagt er, sind Bastarde, sie sind unechte Nachkommen. 1. Korinther 11 redet von der souveränen Züchtigung des Herrn unmittelbar vom Himmel aus, weil Leute sich nicht entsprechend ihres Bundes mit Gott gehalten haben. Wir haben sie mit Kelch in der Hand, mit dem Symbol des neuen Bundes, des Instrumentes der Regierung Gottes über sein neutestamentliches Volk, haben sie gelebt, als ob es kein Evangelium gab. Sie haben von sich das Bekenntnis gegeben, Jesus ist für meine Sünde gestorben, aber sie lebten weiter in Sünde. Sie haben das Abendmahl verwandelt in eine Gelage. Und so viele von ihnen waren schwach, viele krank und nicht wenige schon heimgegangen. Aber wir sehen, dass Gott auch züchtigt seine Kinder mittelbar, nicht nur unmittelbar, mittelbar, durch seinen bevollmächtigten Stellvertreter auf Erden, durch die Gemeinde. Aber heutzutage ist Gemeindezucht archaisch. Vielerorts wird sie nicht mehr praktiziert. Gemeindezucht, wenn das Wort Exkommunikation sagt, dann denken viele Christen heute an eine Hexenjagd. Selbst in Kreise, wo man die verbale Inspiration der Bibel ewig diskutiert und streitet um sie. Das ist wichtig. Die Bibel ist wortwörtlich inspiriert. Dort wird Gemeindezucht vernachlässigt. Die Frage drängt sich für mich auf, ob die Bibel wirklich verbal inspiriert ist. Mein Bekenntnis zu der verbalen Inspiration muss heißen, dass ich sie wörtlich nehme. Dass ich mich in meinem Leben und wir in unserem Gemeindeleben nach der Bibel richten. Viele, die kämpfen für die verbale Inspiration, nehmen eigentlich die Gemeinde in Korinth zum Vorbild. Sie sind stolz darauf, dass sie keine Gemeindezucht haben. Ich verstehe das nicht einerseits. Andererseits, wenn ich mich frage, wieso Menschen Gemeindezucht vernachlässigen, dann die Antwort liegt nicht weit weg. Sie ist eine unangenehme Aufgabe. Sie ist gegen den herrschenden Zeitgeist gerichtet, gegen den Geist der Toleranz. Toleranz wird oft mit Liebe verwechselt. Liebe eine Kardinalwahrheit im Christentum. Oft wird verdrängt von Toleranz. Wie ein Pastor mir gesagt hat, aber wir wollen die Leute nicht wegjagen, sie sollen unter das Wort kommen. Wir waren zu ihm gegangen, weil eine Frau ihren Mann betrogen hat, war mit einem anderen ungläubigen Mann unterwegs und hat ihn mitgenommen zum benachbarten Baptistengemeinde. Aber wir wollten wissen, wieso die Gemeinde und die Gemeindeleitung sich nicht mit dieser Frau beschäftigt. Sie soll zurückkommen zu ihren Kindern, zurückkommen zu ihrem Mann. Seine Antwort war, nein, wir lassen sie in Ruhe. Sie sollen unter das Wort kommen. Wir wollen sie nicht verscheuchen. Es ist bezeichnend in einer Zeit, wo große Predigergemeinden
irgendwie das Modell der Zukunft zu sein scheinen und der Gegenwart vielerorts, wo Gemeindewachstum so im Vordergrund ist, dass die Leute möglichst angezogen werden, mit Aufgaben versehen und eingespannt, damit sie mitmachen in unserer Gruppe, dass Gemeindezucht nimmer durchgeführt wird. Wieso? Weil man keine Hirtenarbeit tut oder kaum Hirtenarbeit. Gemeindeleitung geschieht von dem Podium aus, von der Kanzel. Und Gemeindearbeit besteht nicht in der Betreuung der einzelnen Seelen. Und aus dem Grund ist klar, dass Gemeindezucht in Vergessenheit gerät. Die Zielsetzung der Gemeindezucht, ich glaube, es ist ganz deutlich in vielen Stellen zu erkennen, die Zielsetzung ist die Wiederherstellung des sündigen Bruders. Diese ist eine der zahlreichen Maßnahmen Gottes, die er trifft, um seine Kinder sicher ans Ziel zu bringen. Ich möchte hinweisen auf diese souveräne Züchtigung Gottes und auf die Zielsetzung, die Gott hier nennt. 1. Korinther Kapitel 11. Warum Gott züchtigt seine Kinder. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf das, beachte hier die Präposition, auf das wir nicht mit der Welt verurteilt werden. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 32. Gemeinde oder Züchtigung von Gott, auf das der Christ nicht verurteilt wird von der Welt. Aber auch die Gemeinde spannt der Vater in der Ausführung seines Willens ein. Kapitel 5, Vers 4 und 5. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr und mein Geist in der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen den Satan zu überliefern, zu Verderben des Fleisches, auf das, beachte wiederum Präposition, hier ist das Ziel, der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Gott hat im Bild die Errettung des Sünders. Und ich rede jetzt von einem Gläubigen mit der Gemeindezucht. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 20. Unter welchem Hymenäus und Alexander sind, die ich den Satan überliefert habe. Wieso? Auf das sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Galater 6,1 Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht. Und dieser Begriff, im Grundtext zurechtbringen, ist das gleiche Wort, das in der Bibel verwendet wird für das Flicken von zerrissenen Netzen, von der Zurüstung von begabten Gliedern zum Mitarbeiten der Gemeinde und in außerbiblischer Literatur für das Einrenken eines ausgekegelten Gelenks. Gottes, des Vaters Zucht und Gemeindezucht sind wesentliche Bestandteile des Sicherheitsnetzes der ewigen Errettung eines echten Kindes Gottes. Ich finde es einfach toll. Ich wuchs auf in einer Umgebung, wo ich von vielen Geschwistern aus der Pfingstbewegung bearbeitet wurde, besonders diese Jugend mit einer Mission. Und ich habe da gelernt, dass ich Glaube und ewiges Leben kriege. Und auf einmal wollen sie mir weismachen, es ist nicht ewiges Leben, sondern eine Art Bewährung. Und wenn ich bis zum Ende ausharre, dann wird es ewiges Leben sein. Keine Sicherheit bei den Leuten. Du kannst dein Heil verlieren. Und ich habe ein Buch von Francis Schaeffer gelesen. Ich habe nicht viel verstanden von Francis Schaeffer, aber damals eines. Er glaubte an die ewige Sicherheit eines Gläubigen. Und er hat geredet von der Auserwählung Gottes. Eine ewige Auserwählung, vorhergesehen und prädestiniert. Und weißt du, ich war bald eine augustinische, calvinistische Redner. Ich habe viele Argumente gewonnen. Aber das Problem war, diese Art von Heilssicherheit, das führt zu keinem positiven Ergebnis.
Dann ich begann, Jahre später in der Bibel wirklich zu entdecken, welche Maßnahmen Gott trifft, auf dass ein echt Wiedergeborener in den Himmel kommt. Na, überleg mal. Lehrt die Bibel, dass du gläubig werden kannst und dann irgendwie aus irgendeinem Grund ungläubig werden kannst und dann du kommst in den Himmel, weil du einmal gläubig warst? Das steht nirgends in der Bibel. Die Bibel sagt, wer glaubt, hat ewiges Leben. Jesus wird nur Gläubige retten. Keine, die einmal gläubig waren und jetzt nicht mehr gläubig sind, die werden nicht gerettet. Nur die Gläubigen werden gerettet. Aber Jesus sagte, Petrus, Satan hat begehrt, euer zu sichten wie Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Heilssicherheit ist verbunden mit einem hohen Priester, der Kraft eines unzerstörbaren Lebens immer da lebt und uns bis aufs Äußerste hindurch zu erretten. Mein Glaube ist unzerstörbar. Wieso? Weil Christus betet für mich. Der Heilige Geist in mir, Christus zur Rechten Gottes, mit dem Auftrag des Vaters, dass jeder, der zu mir kommt, ich auferwecke am letzten Tag. Stell dir vor, wir alle erscheinen im Himmel einmal, da ist der Herr Jesus Christus und da ist der Vater und der Vater schaut über all die zahlreichen Gläubigen und er sagte, aber Jesus, wo ist der Colvin? Der Fred Colvin. Ah ja, Vater, du weißt, der Fred Colvin, das war ein außerordentlicher Fall. Ich meine, ich habe ziemlich viele hier gebracht, aber es gibt einige von dieser Sorte von Fred Colvin. Naja, Vater, du weißt, wie es ist. Ich möchte dir sagen, wenn Jesus den echten Gläubigen in den Himmel nicht einbringt, wenn er nicht auferweckt wird am letzten Tag, wird jedes Licht im Himmel erloschen. Denn er hat den Willen Gottes nicht getan. Wir reden hier nicht von einer philosophischen Errettung, sondern von einer aktiven Errettung. Ein Heiliger Geist, der mit Schritt auf Tritt begleitet durch die Wüste. Und wenn ich nicht weiß, wie zu beten, er betet für mich. Ein Christus zur Rechten Gottes, mein gerechter Vertreter und Fürsprecher vor dem Vater, der plädiert mittels seines Opfers für den Christ, der in Sünde fällt. Ein Christus, der betet aber nicht nur zum Vater und plädiert seine Gerechtigkeit und sein gerechtes Opfer, sondern er betet für mein Glaube, dass er nicht aufhöre. Und ein Vater, was tut er? Er züchtigt. Und er bringt Umstände in mein Leben und Leute in mein Leben und Erfahrungen in mein Leben ein, die es verhindern, dass ich aufhöre zu glauben. Und wenn es ganz zu einer Krise kommt, was tut er? Er nimmt den Gläubigen weg, bevor es zu spät ist, damit er nicht verurteilt wird mit dieser Welt. Oh, das ist Heilssicherheit. Und das ist lebendige Heilssicherheit. Und hier bin ich verantwortlich. Ich bin nicht ein Teil von einer Videopräsentation von Leben. Ich bin aktiv und Gott ist aktiv. Natürlich hat er seinen souveränen Plan. Aber er malt uns vor Augen sein Tätigsein als Heiland, der uns bis ans Ende errettet. Und ich möchte dir sagen, Gemeindezucht ist eines seiner Mittel. Er spannt seine Gemeinde ein, um seine Kinder auf den Weg zu halten. Und wenn die Gemeinde ihre Verantwortung nicht wahrnimmt, wie die Gemeinde in Korinth ihre Verantwortung nicht wahrgenommen hat, hat Gott keine Wahl übrig, als dass wir krank werden und manche von uns gar sterben. Hast du je Gemeindezucht in dieser Sicht gesehen? Sie ist eine liebende Maßnahme von einem Vater im Himmel, der uns als Söhne straft. Wir sind nicht Bastarde, wir sind seine Kinder. Und er sorgt um uns, unmittelbar vom Himmel aus, aber häufig mittelbar durch seine Gemeinde. Das ist sein Ziel. Ein weiterer Grund für Gemeindezucht ist folgendes: die Bewahrung des guten Rufes des Evangeliums. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1. Schreibt Paulus, überhaupt hört man,
King James übersetzt, it is commonly reported. Und das drückt das überhaupt aus. Es ist offenbar von allen. Leute berichten uns, und es ist überall bekannt, dass Unzucht unter euch ist. Und eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen, und er meint hier die Griechen, nicht stattfindet. Es war das Thema der Fernsehübertragungen, Zeitungsartikel und selbst in dieser freizügigen griechischen Gesellschaft war es ein Skandal, was los war in der Gemeinde zu Korinth. Hätte die Gemeinde hier nichts unternommen, wäre die Verkündigung des Evangeliums unmöglich. Man hätte die Bemühungen einstellen können. Wenn wir mit dem Evangelium hinter Griechen kriechen und dann sagen, du kannst errettet werden, dann sagt der Grieche, Errettung, was heißt das? Ist Jim und Tammy Baker, sind sie errettet? Jim Baker musste sitzen im Gefängnis, aber keine Gemeinde hat ihm etwas getan. Und wenn Errettung heißt, dass wir leben, wie wir wollen, und wir können grausame Unsittlichkeit unter uns dulden und dann sind stolz drauf, dass wir so nette Leute sind. Weißt du, wie der Kardinal in Guatemala sagte, Kolumbien, als sie Escobar katholisch begraben haben, der hatte 200 bis 300 Leute an seinem Gewissen. Weißt du, was der Kardinal gesagt hat? Naja, ein großer Heiliger war er nicht, aber er hat zumindest 300 Leute in den Himmel befördert und dann hat er gelacht. Der war ein Katholik, getauft und er hat die letzte Segnung gekriegt und begraben so. Es war ein Skandal vor 5 Jahren, als einer der Bischöfe in Italien forderte die Exkommunikation von Mafiatypen. Und die anderen Bischöfe haben ihn zum Schweigen gebracht, aber schnell. Man kann nicht so lieblos sein, als Mafioso aus der Gemeinde auszuschließen. Und wirklich, das war in den Zeitungen. Unter solchen Umständen glaubt man uns vom Evangelium? Es geht um den Ruf des Evangeliums, Geschwister. Und deswegen ist Gemeindezucht so wichtig. 3. Gemeindezucht fördert Heiligung und Transparenz. Was sagt das Evangelium? 1. Korinther 5, Vers 7 und 8. Fegt den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid. Denn ihr seid ja bereits ungesäuert. Denn auch unser Passalam Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten. Nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem Ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit. Christus wurde aus Passalam geschlachtet. Und unmittelbar danach folgen die 7 Tage der ungesäuerten Brote. Ursprünglich, weil nach der Schlachtung des Passalams oder nach der Erlösung aus Ägypten, die Juden waren so schnell unterwegs, es gab keine Zeit für die Brote durchsäuert zu werden. Aber Gott sagt, nein, das gehört zu diesem Fest dazu. Es bedeutet mehr. Zur Errettung durch das Lamm gehört auch Heiligung. Und so man hat alle Sauerteig aus dem Haus entfernt. Eine Zeremonie, die bis heute so schön ist unter den Juden. Manchmal der Pater Familias, er nimmt ein bisschen Sauerteig und versteckt es an irgendeinem Regal, in irgendeinem Schrank. Und alle Kinder dürfen ins Haus kommen und suchen, um den Sauerteig zu finden. Und ein Bub findet den Sauerteig. Er darf ihn verbannen zum Feuer im Garten hinter dem Haus. Und das ist schön. Gott erinnert das Volk bis auf diesen Tag daran, dass Heiligung besagt des Lebens des Volkes Gottes. Nicht mehr das Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern das Ungesäuerte der Lauterkeit und Wahrheit. Was will Gemeindezucht uns beibringen? Dass wir transparent sein. Offen. Lauter. Wahrhaftig in unserem Eingang. Dass ein Mensch lernt, dass wir alle lernen, echt zu werden und die Tatsachen ins Gesicht zu schauen. 4. Gemeindezucht bewirkt gesunde Einschüchterung für die ganze Gemeinde.
Wenn der Älteste sündigt, 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 20, die da sündigen, überführe vor allen, auf das die übrigen Furcht haben. Die übrigen was? Ältesten vielleicht? Gemeindeglieder? Ich weiß nicht. Aber jedenfalls, Gemeindezucht hat eine gewisse Abschreckung. So wichtig ist es zu sehen, bei Gemeindezucht, es geht um das Wohl des Sünders hier. Es geht nicht darum, dass wir da stehen wie ein Hahn oben auf dem Misthaufen und wir sind so stolz, dass wir gerecht sind und wir haben diese Sünde nicht begangen. Das ist Pharisäismus. Nein, wir beugen uns. Wir sehen, dass etwas Arges ist hier passiert. Wir wollen unseren Bruder, unsere Schwester gewinnen. Biblische Anlässe für Gemeindezucht. Zunächst einmal, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 11, grobe Unsittlichkeit. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist. Ich habe viel Umgang mit Huren. Aber ich soll keinen Umgang haben mit einem Bruder oder sogenannter Bruder, der Hurer ist. Oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit solchen selbst nicht zu essen, keine Gemeinschaft zu haben. Grobe Unsittlichkeit ist Anlass für Gemeindezucht. Zweitens, ungelöste persönliche Konflikte. Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder wider dich sündigt. Und hier ist ein Manuskriptproblem. Ich lese die revidierte Elberfelder. Diese zwei Worte wider dich fehlen. In der alten Elberfelder sind sie vorhanden. Metzger, Ireland, Black, Martini, alle haben entschieden, dieses wider dich doch in den Text unseres Neuen Testaments zu tun, aus einigen Gründen. Es ist eine zweifelhafte, vielleicht etwas zweifelhafte Lesart. Aber sie ist überaus bestätigt von dem Kontext. Zum Beispiel Vers 17. Derjenige soll, lesen wir Matthäus 18, okay? Ganz kurz. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt oder wider dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn ihr auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und was, wenn du ihn nicht gewinnst? Und was, wenn er nicht hört auf die Zeugen und nicht auf die Gemeinde? Vers 17, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Hier geht es um den Menschen, gegen den es gesündigt wurde. Nicht so sei es euch. So sei er dir. Er hat gesündigt gegen dich. Gegen dir soll er wie ein Zöllner und ein Heide sein. Vers 21, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Metzger schreibt in seinem kritischen Kommentar zum Neuen Testament, und das ist die Erklärung, wie Ireland und die anderen diese Entscheidungen trafen für das Manuskript des Neuen Testaments. Er schreibt, dass sie entschieden haben, dass es gehört zum Neuen Testament, auch wenn es Zweifel gibt, weil der Kontext macht es erforderlich. Matthäus 18 ist wahrscheinlich, ich sage nicht dogmatisch, aber wahrscheinlich ein Text, der uns hilft in der Aufarbeitung von persönlichen Konflikten. Aber was oft als Privatsache beginnt, mündet in eine Gemeindesache, in eine Publiksache. Und die Gemeinde wird zum Schiedsrichter in einer Frage. Und schließlich zum Gericht. So nebenbei gesagt, diese Formel von der Aufarbeitung von Problemen gilt in vielen Bereichen der Gemeindezucht. Auch wenn sie geschildert wird im Hinblick auf persönliche Konflikte. Ungelöste persönliche Konflikte sind Grund für Gemeindezucht. Durfte ich fungieren als Lehrer der Geschäftsleute des vollen Evangeliums in Salzburg. Und ich habe meine Vorträge gehalten und viele Leute dort lieb gewonnen.
Einer von unseren Gemeinden besteht in der Hauptsache als ehemaliger Leiter der Geschäftsleute des vollen Evangeliums, die nimmer jetzt charismatisch sind. Aber es kam ein Problem. Die Leiter des Chapters betrogen meine Freunde um etwa 50.000 Mark. Und dann sagten sie, ihr könnt uns nichts anhaben, denn wir sind Christen und ihr seid Christen. 1. Korinther 5. Ihr könnt nicht vor Gericht gehen mit uns. Fisch, hä? Tolle Bibelauslegung, hä? Das Problem ist, Geschäftsleute des vollen Evangeliums ist nicht eine Gemeinde. Es gibt kein Forum da. Meine Freunde redeten mich, ich sagte, Entschuldigung, hier gibt es kein Forum. Eigentlich wegen dieser Sünde gegen meine Brüder hätte eine Gemeinde, sollten Zeugen gerufen werden, sie sollten die Sache feststellen, zur Gemeinde gehen und die Gemeinde hätte als Schiedsrichter dienen sollen und auch als Richter dienen sollen. Und wenn die Brüder das Geld nicht dann wieder erstatten, dann müssen sie exkommuniziert werden. Okay, dritter Grund für Gemeindezucht: Sektiererei, Parteiungen, Zwiespalt und Ärgernisse. Törichte Streitfragen und unnütze Kontroversen. Oh, das sind schöne Begriffe. Titus Kapitel 3, Vers 9 bis 11. Törichte Streitfragen aber, Geschlechtsregister und Zänkereien, gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektierischen Menschen, Heretikos, weise ab, nach einer ein- und zweimaligen Zurückweisen ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Eigentlich dieser Brief habe ich aufbewahrt für diesen Vers und ich habe ihn schon vorgelesen. Das ist ein solcher Mensch, Heretikos. Und er sieht in seinem Verständnis von Gemeinde, sein Verständnis hat er erhoben zu Absolutem. Und jeder, der verstoßt gegen sein Verständnis, selbst die Gewichtung, in wie man die Bibel lehrt, ist für ihn ein Pharisäer und unterwegs zur Hölle. Das sind krankhafte, verdrehte Menschen. Wie geht man mit ihnen um? Oh, man erträgt die Schwachen. Ja, du tust das. Du trägst diesen Schwachen und du willst bald 3 Gemeinden haben. Aber nicht durch gesunde Gemeindegründung. Du wirst eine Menge von Leuten auf der Strecke liegend haben, die nicht mehr Christus bekennen oder gar sagen, ich bin fertig mit dieser Gemeindesache. So kann man nicht mit solchen Menschen umgehen. Heretikos, einer, der eine Wahl trifft, der Entscheidende. Für ihn sind gewisse Dinge entscheidend. Er weiß, wo er steht. Er wählt eine Ansicht, eine Handhabung, eine Person. Er stellt sich auf der Seite einer Kontroverse. Er versucht, andere zu zwingen, mitzugehen, seine Partei zu ergreifen. Das ist, was dieses Wort heißt. Und das Sabbathalten, extremer Calvinismus, Homöopathie, Weihnachtsbaum, Zungenreden, exklusive Gemeinschaft, sind die heutigen Dinge, die Gemeinden polarisieren. Es sind Leute, die eine Heilpraktiker nehmen, die sagen, Homöopathie, das ist vom Teufel. Hast du das Buch nicht gelesen von Samuel Pfeiffer? Das ist furchtbar. Und jemand in der Gemeinde verwendet diese Heilsmethode. Und dann erheben sie das zu einer Grundsatzfrage. Wir müssen hier etwas unternehmen. Es waren Leute von einer anderen Gemeinde in Österreich, sie forderten, dass wir einen Arzt ausschließen wegen Homöopathie. Exkommunizieren von unserer Gemeinde. 70% von seiner Praxis ist Schulmedizin. Er sagte aber mit chronischen Patienten mit Status Asthmaticus und manche andere Diagnosen hat er wirklich gute Erfahrungen. Er glaubt nicht an Samuel Pfeiffer, an Hahnemann. Er glaubt nicht an die Kräfte des Zeitalters. Er weiß nur, dass das Zeug wirklich in gewissen Situationen funktioniert. Und so, wir sollen ihn exkommunizieren. Dann kam ein anderer mit Weihnachtsbaumschrift. Er wollte das auf unserer Gemeindekonferenz verteilen.
Jeder, der einen Christbaum hat, weißt du, er sagte im Schrift, und ich zitiere, ist entweder ein Rebell gegen Gott oder ist unwissend. Und dann benutzt er das griechische Wort, vielleicht das einzige, das er auf Griechisch kennt, Idiotes. Ich habe die Schrift gelesen und ich habe gesagt, Idiotes. Dass wir uns trennen sollen. Dass wir ewig umeinander streiten sollten, wegen einem Weihnachtsbaum. Ich bin froh, dass ich eine habe. Ich sitze da im Fenster. Jeder im Dorf weiß, ich bin kein Zeugen Jehovas. Ich bete das depperte Ding nicht an. Aber es ist wurscht, wenn du eins nicht haben willst, okay. In unserer Gemeinde kommen viele Geschwister, die haben keinen. Und andere haben einen. Das ist so egal, wenn du dich an diese Folie erinnern kannst. Was sind die Kardinalwahrheiten? Was hält uns zusammen? Und der Heretikos bringt ein Randthema, ein Geschlechtsregister, eine alte Fabel, ein Weihnachtsbaum. Und er möchte, dass die Leute Stellung nehmen gegen die anderen Christen wegen dieser Frage. Wie geht man um? 2 Warnungen und dann bist du weg. Gelb, rot. Ganz einfach. So ist es. Und hier ist kein Geh mit Zeugnis und sage es der Gemeinde. Und wenn er nicht hört auf die Gemeinde. Wer ist zuständig? Der Bruder, der die Gemeinde gründet oder die Ältesten. Gelb-rot, du bist weg vom Fenster, Freund. Du willst hier in unserer Gemeinde keine Spaltung bringen mit deiner Geistestaufe. Wenn du in Zungen reden willst in deiner Kämmerlein, sperr zu. Aber wir reden, in unserer Gemeinde ist nicht das Thema, wo du uns irgendwie Unruhe machst. Du hast eine Warnung gehabt. Kannst du zählen? Nächste Warnung kommt bald, wenn du nicht abstehst von dieser Sache. Entschuldigung, wenn ihr meint, dass ich hart bin. Ich liebe Gottes Gemeinde. Und ich habe so viel gesehen, so viel erlebt. Wenn man solchen Leuten Freiraum gibt in unseren Gemeinden. Lies auch dazu Römer 6 und 17. 4. Grund für Gemeindezucht ist Irrlehre. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 19 und 20. 2. Johannes, Vers 9 und bis 11. Hier geht es nicht um Sekundärfragen. Hier ist ein Unterschied. Bei dem Sektierer, es geht um den Menschen, der eine Randfrage erhebt zu einer Kardinalfrage und versucht, Leute zu einer Entscheidung zu zwingen. Okay? Bei einem Irrlehrer, es ist viel schlimmer. Hier ist ein Mensch, der greift unser Fundament an. Es geht hier nicht um Geistestaufe und Zungenreden, Amillennialismus, Postmillennialismus, sondern um die Kardinalwahrheiten des christlichen Glaubens. Die Gemeinde kann eine bestimmte Linie vertreten und Freiheit gewähren in sehr vielen Dingen. Aber hier kann man keine Freiheit geben. Hier muss es vorgegangen werden. Wichtig ist es zu sagen, dass Gemeindezucht nicht dazu da ist, problematische Leute unschädlich zu machen oder eine bestimmte Vorstellung von Christentum durchzuboxen. Das ist nicht der Sinn von Gemeindezucht. Häufig haben Christen Gemeindezucht benutzt, um andere Christen zu verdrängen mit ihren Ansichten oder mit ihrer Art. Das darf man nicht tun. Gibt es eine Frage zum ersten Vortrag? Eine einzige Frage. Eine einzige, ja. Du hast gesagt, die Juden sind zurückgegangen in ihre eigenen Länder und haben dort missioniert. Und jetzt ist die Frage, Jesus hatte Schwierigkeiten, als er zurückging in sein eigenes Dorf, um dort zu missionieren oder zu verkündigen. Die haben ihn hinausgestoßen und abgestoßen. Und wie ist das jetzt, wenn wir im eigenen Dorf, also es betrifft jetzt mich persönlich, wenn ich in meinem eigenen Dorf missioniere, evangelisiere, wie werden sie mich annehmen? Von deiner Sicht jetzt.
Ja, bitte nimm nicht als Absolutum das, was ich sagte. Die Juden gingen zurück in ihre Heimat. Die gingen zurück die Leute in ihrer Heimat ahnten nicht, dass sie kommen mit einer Botschaft. Das ist bekannt. Wir haben Leute in unserer Gemeinde, der Wolfgang studierte in Innsbruck, er bekehrte sich an der Uni, häufig so, dass Leute weggehen woanders und bekehren sich, kam zurück in sein Dorf, hat seine Mutter und seinen Bruder hingewiesen auf unsere Familie. Wir haben eine gewisse Beziehung gehabt. Die Mutter hat begonnen, in die Bibelstunde zu kommen. Wolfgang ist gestorben in einem Bergunglück und seine Leute dann bekehrten sich im Laufe der nächsten Wochen. Wenn er nicht zurückgekommen wäre in sein Dorf mit der Botschaft, dann wären seine Mutter und sein Bruder heute menschlich gesprochen nicht gläubig. Ich überlege, wenn eine Evangelisation ist, überleg mal, eine Evangelisation in einem Dorf irgendwo. Wen kennen wir dort? Ich frage in der Gemeinde, wenn irgendjemand studiert, der wohnt in dieser Stadt, war irgendjemand in eurer Berufsausbildung oder Oberschule von dieser Stadt? Hast du einen Arbeitskollege oder irgendwie einen Kontakt durch deinen Betrieb zu Leuten in dem Dorf? Das wäre eine Möglichkeit, in den nächsten Wochen diesen Kontakt aufzufrischen im Hinblick auf die kommende Evangelisation. Das sind alle Möglichkeiten, irgendwie diese Bekanntschaften der Vergangenheit und der Gegenwart als evangelistische Möglichkeiten zu sehen. Ich verstehe sehr wohl, dass es schwer ist, für irgendjemanden zurückzukommen von der Uni in Wien und zu landen in einem Dorf irgendwo in Stubaital in Tirol und da evangelisieren zu wollen. Weißt du, er sagt, ja, ich bin gläubig geworden. Du bist gläubig geworden. Warst immer gläubig. Und die Mama kommt langsam drauf, dass der Hansel meint, dass sie ist auch ungläubig. Das wird problematisch. Ein Freund von mir, sein Sohn, hat sich ganz verändert im Zuge seines jungen Christseins. Und die Leute haben bemerkt, er ist wirklich ein ordentlicher, anständiger, freundlicher junger Mensch geworden. So ein anderer Bauer fragte meinen Freund Peter, und Peter ist übrigens nicht gläubig gewesen, und er fragte, Peter, wie ist das mit dem Beutel? Der Walter, der ist ganz anständig und ganz lieb und so ein ordentlicher junger Mensch. Was ist mit ihm passiert? Und der Peter, sein Vater, sagt, ja, Ernst, der ist gläubig geworden. Gläubig geworden? Was hat er denn vorher geglaubt? Er sagte, ja, das, was du jetzt glaubst. Das ist ein bisschen problematisch. Ich weiß, was du meinst. Aber es gibt auch Möglichkeiten da. Prophet ist ohne Ehre in der eigenen Stadt. Aber man sieht, dass man auch dieses Phänomen in der Bibel ist. Okay.